Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wir haben uns jetzt für eine Videokonferenz mit Präsidentin Gabriele Gien entschieden, um Sie und euch weiterhin über die Corona-Krise an der KU zu informieren. Frau Gien, inzwischen ist das öffentliche Leben in Bayern ja weitestgehend heruntergefahren. Es gibt seit letzter Woche auch die Ausgangsbeschränkungen. Wie sieht es denn an der KU jetzt aus? Ja, wir mussten in den vergangenen Tagen oft sehr kurzfristig Entscheidungen treffen, die den neuen Entwicklungen Rechnung tragen. Das heißt, kurze Wege, kurze Abstimmungen, die jeweils wieder neue Fragen, vor allen Dingen auch rechtliche Fragen aufwerfen. Wir sind in enger Abstimmung mit dem Ministerium. Es ist mittlerweile einmal pro Woche eine feste Sitzung eingeplant, wo sich die bayerischen Universitätspräsidentinnen und Präsidenten abstimmen. Das Ministerium ist mit dabei, sodass wir da an einem Strang ziehen. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass die Abstimmungen jetzt kurzfristig auch digital stattfinden. Wir haben viele der Teams geteilt. Bei der Hochschulleitung ist es auch so, dass der Kanzler und ich im Moment vor Ort sind. Die Vizes arbeiten im Homeoffice, sodass wir auch hier gerüstet sind. Funktioniert es dann auch gut jetzt in der Praxis mit den technischen Erneuerungen und Funktionen? Überraschend gut. Letzte Woche gab es natürlich noch einige Anlaufschwierigkeiten, die vor allen Dingen auch mit der Überlastung des Servers und der Technik zusammenhingen. Mittlerweile haben wir eine Campus-Lizenz für ein professionelles Webkonferenztool abgeschlossen, das wir jetzt auch gerade nutzen. Es funktioniert sehr, sehr gut. In Kürze wird es auch dazu noch einen kleinen Rundbrief geben mit einer Anleitung, wie es zu benutzen ist. Und das ist eine ganz wichtige Maßnahme gewesen und überrascht. Und erfreut sind wir, dass so viele Menschen jetzt kreative Möglichkeiten ergreifen, sich Dinge überlegen und eigentlich in Anbetracht der schlimmen Situation doch viele die Situation ganz gut in den Griff kriegen. Sie haben ja gerade gesagt, Sie möchten auch die Studierenden und die Dozenten darauf vorbereiten, mit dieser Software umzugehen. Heißt das, Sie gehen nicht davon aus, dass das Sommersemester wie geplant stattfinden kann? Ich glaube, niemand kann in der momentanen Situation wirklich darüber Auskunft geben. Beim letzten Jurfix mit dem Ministerium ist schon noch geplant, den Semesterstart am 20. April wie auch immer stattfinden zu lassen. Wir gehen aber alle davon aus, dass zunächst einmal fast alles auf digitalem Wege stattfinden wird. Und hierauf muss man sich auch vorbereiten, gegebenenfalls sogar, dass das ganze Semester hauptsächlich im E-Learning, Blended Learning Format dann ablaufen wird. Sie haben vorher gesagt, Sie sind ja noch weiterhin am Campus. Wie ist denn da die Situation gerade im Moment bei Ihnen? Gut, es ist ziemlich ausgestorben. Wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man den wunderschönen Hofgarten, bei dem die Kirschbäume jetzt fast erblühen, mit lediglich 2 Gärtnern, die sich um den Garten kümmern. Ansonsten ist überhaupt niemand unterwegs. Auch hier natürlich stark eingeschränkter Publikumsverkehr. Wir haben auch alle unsere Konferenzen umgestellt aufs Videoformat. Und wenn nötig noch Abstimmungen live und persönlich stattfinden, dann mit großem Sicherheitsabstand, Handschuhen, allen Vorsichtsmaßnahmen, die wir treffen können. Aber es ist natürlich schon ein etwas bedrückendes Gefühl, dass bei einer Universität, die so stark von ihrer persönlichen Beziehung lebt, dass jetzt das wirklich Physische wegfällt. Aber ich glaube, wir kriegen es mittlerweile ganz gut hin, uns auch Trost und Mut in Online-Formaten zuzusprechen. Und das wollen wir vielleicht auch ein Stück weit in den nächsten Wochen noch institutionalisieren und hier auch Möglichkeiten auf der Homepage zu anbieten. Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Möchten Sie vielleicht zum Abschluss nochmal ein paar Worte an unsere Mitglieder der KU richten? Ja, dieses Mal sind es vor allen Dingen Worte des Dankes. Es gibt gerade ganz, ganz viele, die erheblichen Einsatz leisten. Ich sage nur ein paar Abteilungen, das ist das International Office, das ist vor allen Dingen die Abteilung, die für die Hochschulkommunikation zuständig ist. Da freut mich auch, dass so viele Kollegen auch positives Feedback geben und die Kollegen bei der Stange halten. Das ist ein Facility Management, die Personalabteilung, aber auch die Lehrenden, die jetzt doch sehr, sehr viel Arbeit haben mit neuen Formaten. Viele sind es noch gar nicht gewöhnt und ich finde es toll, dass so viele mitmachen und dass auch jetzt passieren Fehler, man versteht nicht jeden Rundbrief, dass so viele geduldig sind und gegenseitig denen, die jetzt den Einsatz zeigen, auch Mut machen. Das finde ich ganz toll und ich hoffe, dass wir so weitermachen können und uns dann vielleicht auch unser spezielles Profil auch auf digitalem Wege weiterträgt. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Vielen Dank, Frau Gien.
Egal wie sehr wir diesen Betrieb jetzt einschränken müssen, die Kommunikation werden wir auf jeden Fall weiter aufrechterhalten und Sie und euch immer noch mit weiteren Informationen natürlich füttern. Und es bleibt weiterhin nur zu sagen, bleibt gesund, bleibt zu Hause und hoffentlich überstehen wir die Krise alle gemeinsam.